Ja, ob das stimmt, kann jeder für sich selbst nachvollziehen, was die letzten Jahre an Anträgen von uns eingegangen ist. Wir stehen natürlich zu Schengen und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, Frau Hayali. Also Sie vertauschen ja jetzt Grenzsicherung mit Schengen. Grenzkontrollen, nochmal, hat nichts damit zu tun, dass wir Bürgern nicht Freizügigkeit geben wollen, dass der Arbeitsaustausch und dass auch freier Handel stattfinden soll. Also das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und dass man diejenigen, die hier wirklich nichts zu suchen haben, die keinen Asylgrund haben, die kriminell sind, endlich aus- und abweist. Also das ist der große Wunsch der Bevölkerung und das muss endlich umgesetzt werden. Zäune ja, Mauern auch. Wenn Sie sagen, wir wollen Deutschland komplett abriegeln und komplett die Grenzen sichern, gehören die grünen Grenzen, das muss man ja allen auch mal vielleicht dazu sagen, gehören die ja dazu? Hey Leute, heute wird's spannend. Tino Kruppalla nimmt kein Blatt vor den Mund und kontert jeden Angriff von Dunja Hayali. Während sie versucht, ihn in die Enge zu treiben, bleibt er standhaft und stellt klar, Deutschland muss seine Grenzen schützen, und zwar richtig. Hayali will ihn aufs Glatteis führen, doch Kruppalla dreht den Spieß um. Ein absolut sehenswertes Interview, das ihr nicht verpassen dürft. Lasst ein Like da, wenn ihr Klartext statt schön reden wollt. Abonniert, um keine Videos mehr zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, hat Kruppalla hier alles richtig gemacht? Auf geht's! Wir sprechen in dieser Woche mit Vertretern der Parteien, die im Bundestag als Fraktion oder Gruppe vertreten sind. Wer steht wofür? Und heute ist mir der AfD-Co-Vorsitzende Tino Kruppalla zugeschaltet. Guten Morgen nach Weißwasser. Guten Morgen, Frau Hayali. Herr Kruppalla, fangen wir mal mit dem Aktuellsten an. Außenpolitisch ist das, was Donald Trump mit den Menschen im Gazastreifen vorhat, Vertreibung und Unterbringung in arabischen Ländern, etwas, dem Sie was abgewinnen können? Nein, das muss man natürlich absolut kritisch sehen, vor allen Dingen, wenn auch die Anrainerstaaten, die Nachbarländer Jordanien und Ägypten dort nicht mit integriert sind. Also auch das muss in der Region besprochen werden. Ich denke, diese Entscheidungen müssen auch in der Region getroffen werden. Das kann nicht von außen passieren. Damit es auch eine Befriedung im Nahen Osten gibt, muss man alle Länder in dieser Region mit einbinden. Also das erwarte ich. Ich denke, hier soll ein gewisser Verhandlungsdruck aufgebaut werden von Donald Trump. Man muss wirklich abwarten, wie die weitere Entwicklung ist. Die Vertreibung von 2 Millionen Palästinensern trägt sicherlich nicht zur Sicherheit in diesem Gebiet bei. Dann schauen wir mal auf die Innenpolitik. Sie haben ja letzte Woche dem 5-Punkte-Plan der Union zugestimmt im Bundestag, also auch dauerhafte Grenzkontrollen. Das wäre ja das Ende von Schengen, also offene Grenzen innerhalb der EU, von denen übrigens ja Deutschland mit am meisten profitiert. Wollen Sie das? Ja, man muss ja als allererstes sagen, inwieweit Schengen bzw. auch Dublin I und Dublin II, das gehört ja eigentlich zur Wahrheit dazu, was Grenzkontrollen, Zurückweisung angeht, auf der europäischen Ebene überhaupt funktioniert hat. Und es hat eben nicht funktioniert, weil eben europäische Länder sich nicht dran gehalten haben oder weil dieses System einfach nicht durchsetzbar oder umsetzbar ist. Herr Kruppalla, das gehört zur Wahrheit dazu. Deswegen sind viele nationalen, dreht sich jetzt um Schengen, nicht um dazu Dublin. Sind viele, ja. Ja, aber das gehört ja dazu, Frau Hayali. Deswegen sind viele nationale Staaten wie Österreich und Dänemark dazu übergegangen, auch ihre nationalen Grenzen zu schützen. Und das sollte auch Deutschland tun. Es ist schön, dass die CDU das von uns mittlerweile abgeschrieben hat, auch im Wahlkampf raubkopiert hat. Ja. Und wir werden es allerdings nur federführend umsetzen können. Die Union wird es nicht können. Dass die Union und zu Schengen hat, das ist natürlich ganz klar zu sagen. Haben Sie jetzt schon häufig bemüht. Die Union sagt dazu, das stimme nicht. Aber nochmal, sind Sie bereit, Schengen zu opfern? Ja, ob das stimmt, kann jeder für sich selbst nachvollziehen, was die letzten Jahre an Anträgen von uns eingegangen ist. Wir stehen natürlich zu Schengen und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, Frau Hayali. Also Sie vertauschen ja jetzt Grenzsicherung mit Schengen. Grenzkontrollen, nochmal, hat nichts damit zu tun, dass wir Bürgern nicht Freizügigkeit geben wollen, dass der Arbeitsaustausch und dass auch freier Handel stattfinden soll. Also das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Gut, wer Deutschland komplett abriegeln will, inklusive der grünen Grenze, die 1393 Kilometer lang ist, der muss ja zwangsläufig Zäune und Mauern bauen. Wollen Sie das?
Ja, auf alle Fälle muss es natürlich eine Grenzsicherung geben, die den Namen auch wirklich verdient. Natürlich gehören dazu auch Zäune. Warum soll man das nicht tun? Wenn wir aktuell, und wie wir es sehen, in dieser Migrationspolitik und auch in der verfehlten Einwanderungspolitik die Kapazitäten nicht mehr geben kann, die die Zuwanderung bringt, dann muss man auch zurückweisen. Das ist ganz klar. Hier wird Gesetz und hier muss Gesetz umgesetzt werden. Dazu gehören natürlich als allererstes, um das zu verhindern, um auch keine Grenzen in der Weise mit Mauern auszustatten, dass man die Pull-Faktoren endlich abschafft. Das heißt, Bürgergeldbezug, und dass man diejenigen, die hier wirklich nichts zu suchen haben, die keinen Asylgrund haben, die kriminell sind, endlich aus- und abweist. Also das ist der große Wunsch der Bevölkerung und das muss okay. endlich umgesetzt werden. Zäune ja, Mauern auch. Wenn Sie sagen, wir wollen Deutschland komplett abriegeln und komplett die Grenzen sichern, gehören die grünen Grenzen, das muss man ja allen auch mal vielleicht dazu sagen, gehören die ja dazu? Wissen Sie, Frau Hayali, Sie haben sicherlich auch ein Haus oder eine Wohnung. Sie haben eine Haustür, die man abschließt. Das Gleiche gehört auch für die nationalen Grenzen dazu. Dass man sein Haus umfriedet, dass man seine Grenzen umfriedet, dass man sein Land umfriedet, dass man dort auch natürlich einen Zaun und eine Mauer baut, damit nicht jeder auf das Grundstück kommt, der dort nichts zu suchen hat. Das ist ganz normales Vorhandensein der eigenen Sicherheit und auch der eigenen Freiheit. Und um die zu bewahren, muss man natürlich auch seine nationalen Grenzen schützen. Was ist daran so schlimm? Naja, ich bin gespannt, wie Sie 1393 Kilometer schützen wollen, die grüne Grenze. Aber gut, mit welchem der 5 Punkte hätten Sie zum Beispiel die grausame Tat in Magdeburg verhindert? Welcher der 5 Punkte hätte da funktioniert oder geholfen? Ja, wir haben ja nicht bloß Magdeburg, wir haben Aschaffenburg. Das sind alles Täter, die hier schon lange hätten abgeschoben werden müssen. Und dazu gibt es Gesetzmäßigkeiten. Im Übrigen brauchen wir dazu auch keine neuen Gesetze. Also wir müssen endlich mal anfangen, dass wir die vorhandenen Gesetze, die es in Deutschland gibt, anwenden. Also diejenigen Straftäter, die hier mehrfach aufgefallen sind, abzuschieben. Das ist möglich. Da muss man natürlich mit denjenigen Ländern auch in diplomatische Beziehungen gehen und auch diese Rückführabkommen endlich schließen. Das ist die Aufgabe von Außenpolitik. Das wäre die Aufgabe auch einer Außenministerin, die aber bloß moralisieren durch die Welt reist und andere Länder beschimpft. Das funktioniert so nicht. Herr Kruppalla, ich hatte Sie ja ganz konkret nach Magdeburg und Afghanistan geben. Der Täter, der mutmaßliche von Magdeburg, lebte seit 2006 in Deutschland. Welche der 5 Punkte, es geht ja auch immer darum zu gucken, was funktioniert, was hilft, was ist sinnvoll. Welcher der 5 Punkte hätte diesen Mann gestoppt? Es geht ja nicht bloß um die 5 Punkte für diesen Mann. Dieser Mann hätte in Deutschland überhaupt nicht mehr sein dürfen, beziehungsweise müssen schon lange in Haft sein. So viele Verfahren, die gelaufen sind, so viele Anwürfe es auch gegen diese Person gegeben hat. Hier hätte müssen Recht und Gesetz umgesetzt werden. Und vor allen Dingen frage ich mich, wo ist hier eigentlich der Verfassungsschutz? Hier hat Frau Faeser, das Innenministerium, absolut versagt. Das wäre die Aufgabe gewesen, diesen Mann aus dem Verkehr zu ziehen, damit diese Tat verhindert würde werden. Und der nächste Punkt ist, wo übernehmen hier endlich in diesem Land Politiker, der Innenminister in Bayern, genauso wie Frau Faeser als Innenministerin für den Bund, Verantwortung für solche Taten. Sie wollen ja Verantwortung übernehmen und am liebsten, Sie haben ja auch eine Kanzlerkandidatin, dieses Land, in dem wir hier alle leben, regieren. Würden Sie denn, sollte die Union, was sie hart bestreitet, kippen und mit Ihnen zusammenarbeiten, würden Sie mit der Union zusammen regieren? Denn Sie greifen die Union ja auch hart an. Na gut, wir haben Wahlkampf und das gehört dazu, dass man bis zum Wahlabend natürlich auch den politischen Gegner bekämpft. Das ist ganz unisono bei allen Parteien so, das ist auch bei uns so. Wir wollen diese Wahl gewinnen, wir wollen so stark wie möglich sein, dass es ohne uns keine Politik mehr gibt und auch nicht mehr machbar ist. Das haben wir in einigen Bundesländern im Osten erreicht. Ich habe immer wieder gesagt, wir brauchen hier den Mut auch zur Gelassenheit, die Geduld. Und das haben wir. Die Bürger erkennen das, immer mehr Bürger erkennen das, dass es nur eine Migrationswende zum Beispiel auch mit der AfD bzw. unter Federführung der AfD gibt. Denn die Versprechen, die die Union auch im Übrigen in ihrem 5-Punkte-Programm jetzt vorgeschlagen hat, die wird es ohne die AfD nicht geben. Denn die Grünen und die SPD, Sie haben es ja gesehen bei den Abstimmungen letzte Woche im Bundestag, werden diesen Dingen nicht zustimmen. Wenn diese 5 Punkte dann auch gesetzlich überhaupt standhalten. Tino Kruppalla war das, der Co-Chef der AfD. Dann werden wir die Gesetze ändern. Auch eine Ansage. Gut, alles Gute für Sie.